Jetzt mal Butter bei die Fische. Wie teuer ist eine Keramikversiegelung? Keramikversiegelungen sind in aller Munde und auch bei uns werden die Anfragen immer mehr nach Keramik. Das Auto hinter mir zum Beispiel ist keramikversiegelt und warum wir ein Auto keramikversiegeln, was es bringt, wie lange die Keramikversiegelung hält und für wen es absolut keinen Sinn macht, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Bevor wir voll reinstarten, möchte ich aber noch die Gelegenheit nutzen, dir zu sagen, dass am 6. Mai diesen Jahres wieder die nächste D-Con stattfindet und zwar noch größer als letztes Jahr, die größte D-Con aller Zeiten mit zahlreichen Ausstellern. Die Halle ist wirklich schon voll belegt, einer großen Do-it-yourself-Area und natürlich vielen Fachgesprächen rund zum Thema Fahrzeugpflege und Detailing. Gönn dir auf jeden Fall Tickets, Link dazu findest du hier unten. Nach diesem Video wirst du auf jeden Fall die Antworten auf die wichtigsten und brennendsten Fragen rund um das Thema haben. Wie sinnvoll ist eine Keramikversiegelung überhaupt? Wie lange hält meine Keramikversiegelung auf dem Auto? Was kostet es eigentlich, wenn ich mein Auto Keramikversiegeln lasse? Und was ist der Unterschied zwischen Nano- und Keramikversiegelung und den zahlreichen anderen Gummimembranbeschichtungen, Graphen? Da gibt es ja wirklich viel am Markt. Darum kümmern wir uns Stück für Stück. Wir starten mit der wahrscheinlich brennendsten Frage: Macht eine Keramik eigentlich Sinn? Wie sinnvoll ist eine Keramikversiegelung? Starten wir mit der ersten Frage, aber vorab nochmal dranbleiben lohnt sich. Am Ende verrate ich dir noch meine Top 3 Keramikversiegelungen, die ich aktuell am liebsten verarbeite. Über Keramikversiegelung kursieren im Netz diverse Mythen. Kratzfestigkeit, Steinschlagschutz, ich muss mein Auto nicht mehr waschen, es wird alleine im Regen sauber. Und diese Mythen verursachen auch viele Missverständnisse und viele falsche Erwartungen, was dann dazu führt, dass eine Keramikversiegelung vielleicht doch als schlechter bewertet wird, als sie eigentlich ist. Das heißt, wir machen uns einmal bewusst, was kann eigentlich eine Keramikversiegelung? Die erste große Fähigkeit einer Keramikversiegelung ist das Verstärken des Glanzes. Das bedeutet, der Glanz, der durch die Fahrzeugaufbereitung vorweg erzeugt wird, dazu später noch mehr, wird einfach nochmal getoppt und vor allen Dingen lange konserviert. Ein keramikversiegeltes Auto sieht nach vielen Wäschen immer noch aus, als wäre es gerade frisch keramikversiegelt worden, zumindest was den Glanzgrad betrifft. Was sie definitiv nicht kann, ist Kratzerschutz. Klar, wir haben eine etwas härtere Oberfläche, aber wir können nicht massiv härter werden, als der Lack es vorgibt. Und was die Keramik vielleicht auch machen kann, ist, dass sie Kratzer in der Keramikversiegelung fängt sozusagen, das heißt, sie kommen gar nicht zum Lack durch. Aber insgesamt ist eine Keramikversiegelung definitiv kein Lackschutz. Was eine Keramik oder keramikartige Versiegelung definitiv kann, ist das Auto leichter reinigbar zu machen. Also die Reinigung wird leichter, weil erstens der Schmutz nicht so stark anhaftet und zweitens durch die schmutzabweisenden Eigenschaften der Oberfläche, die die Keramik der Oberfläche verleiht, wird es leichter, den noch anhaftenden Schmutz zu entfernen. Du siehst hier den Polo von Maurice, den er nach der Keramikbeschichtung mehrere Wochen unter einem Vogelnistplatz hat stehen lassen und ja, das Auto war wirklich von oben bis unten voll, naja, kannst du dir auf jeden Fall denken. Und die Keramik hat dafür gesorgt, dass der Vogelkot einmal leichter zu entfernen ist und keine Schäden auf dem Lack verursacht hat, obwohl das Auto wirklich lange Zeit so dastand. Wenn dich noch weitere Vorteile der Keramikversiegelung interessieren, dann kannst du jetzt hier aufs Video klicken, warum eigentlich Keramik, da habe ich nochmal deutlich ausführlicher drüber gesprochen. Jetzt weißt du, welche Vorteile eine Keramik hat, aber kommen wir zum Preis. Was kostet der Spaß? Und gleich muss ich dich enttäuschen, das kann ich dir natürlich nicht auf den Euro genau sagen. Was ich dir aber sagen kann, ist, dass der Preis einer Keramikversiegelung extrem und maßgeblich vom Ausgangszustand abhängt. Ein Auto, das keramikversiegelt werden soll, muss in jedem Fall vorher poliert werden. Habe ich jetzt einen Neuwagen, der wirklich nur eine leichte Politur, eine Hochglanzpolitur braucht, kann ich schon je nach Region Preise von 600, 800 oder 1000 Euro oder auch ein bisschen mehr bekommen. Habe ich jetzt ein Auto, was 10 Jahre lang Waschstraße abbekommen hat und wirklich in einem verwitterten Lackzustand ist, dann können auch die 2000 Euro und mehr mal angegriffen werden. Wovor ich dich aber warnen will, ist vor diesen Billig-Keramikanbietern 200, 300, 400 Euro. Für das Geld kann man eigentlich kein Auto vorweg polieren und Keramik versiegeln. Um dir mal einen Vergleich zu geben. Selbst bei einer Hochglanzpolitur, also einer einstufigen Politur, so den geringsten Aufwand, den wir bei der Lackaufbereitung betreiben können, habe ich 1 bis 2 Stunden Wäsche, 4 bis 8 Stunden Politur und dann kommt am Ende vielleicht nochmal 2 bis 4 Stunden Keramik. Du siehst also, vom Gesamtaufwand macht die Politur und die Vorarbeit den größten Preisbatzen aus, 70 bis 80% und am Ende die Keramikversiegelung ist gar nicht mehr so der große Schmerz. Das heißt, eine Keramikversiegelung selber ist gar nicht so teuer, es kommt auf deinen Lackzustand an.
Denn bevor wir überhaupt Keramik versiegeln, müssen wir die Vorreinigung machen, Felgenreinigung machen, Hochdruckreinigung machen, die detaillierte Handwäsche durchführen, die Einstiege reinigen, die Türfalzen reinigen, die Schmutzentfernung an den Einstiegen und Türfalzen nochmal von Hand machen, vielleicht auch Trockendampf einsetzen, die Spalten, Ritzen und schmalen Bereiche mit einem Pinsel reinigen, den Lack mit Luft und Mikrofaser trocknen, die Reifen auffrischen und die Einstiege, die ganzen Ritzen und Kanten trocknen. Und dann haben wir noch nicht poliert. Wir machen eine Ultraschall-Lackdickenmessung, Lack- und Defektdiagnose, Abkleben aller sensiblen Bauteile, die Lackpolitur in einem oder mehreren Polierschritten, Lackinspektion und Begutachtung mit Speziallampen, Lackentfettung zur Vorbereitung auf die Versiegelung und die Trockeneisreinigung aller Ritzen und Kanten. Und das alles, bevor ich überhaupt das Wort Keramik in den Mund nehmen kann. Bevor du dich entscheiden kannst, möchte ich das Geld für eine Keramikversiegelung ausgeben, solltest du natürlich auch noch wissen, wie lange hält denn eigentlich eine Keramikversiegelung? Mein Lieblingsvergleich ist hier der Vergleich mit dem Zahnarzt. Ich kann zum Zahnarzt gehen, weil ich mein Gebiss jahrelang nicht gepflegt habe oder ein neues Gebiss bekommen habe, eine komplette Restaurierung machen, mir die Zähne versiegeln, fluoridieren, was auch immer, alles tun, habe erstmal Top-Zähne. Wenn ich die Zähne aber nicht falsch oder zu selten putze, dann ist es nur eine Frage von Monaten oder vielleicht einem Jahr, bis die Zähne wieder kaputt sind. Das Gleiche gilt für die Keramikversiegelung. Du bestimmst die Standzeit deiner Keramikversiegelung. Bei schlechter Pflege und ungünstigem Parkplatz kann eine Keramikversiegelung nach 6 Monaten kaputt sein. Sie kann aber auch mehrere Jahre halten und mehrere 10.000 Kilometer. Das Höchste, was ich persönlich miterlebt habe, war ein Fahrzeug, was nach 50.000 Kilometern immer noch so geperlt hat, als wäre es gerade frisch beschichtet. Das wurde aber auch immer richtig gewaschen. Hier zeige ich dir jetzt mal die richtige Wäsche von Keramikversiegelung, sodass du da auf Nummer sicher gehen kannst, lange was von deiner Keramik zu haben. Und auch wenn deine Keramikversiegelung nicht mehr perlt, heißt das noch nicht, dass sie nicht mehr hält. Auch hier gibt es ein Video von uns, bei dem wir dir zeigen, wie du eine nicht mehr performende Keramikversiegelung erneuern kannst, ohne sie zu erneuern, also im Endeffekt einfach freiwaschen kannst. Kommen wir noch zum letzten Punkt. Es gibt ja Keramik, Nanoversiegelung, Gummimembranbeschichtung, Graphenbeschichtung und allerhand Lack-Langzeitversiegelung. Und ich spreche jetzt darüber, was ist eigentlich besser, Nano- oder Keramikversiegelung. Starten wir mit dem Begriff Nanoversiegelung. Die Nanoversiegelung war eigentlich zeitlich gesehen Vorgänger der Keramik und so die erste Technologie der Lack-Langzeitversiegelung. Nano ist mittlerweile ausgelutscht, teilweise gibt es Nanoversiegelung an Waschstraßen, das heißt, vergiss diesen Begriff mal. Alle anderen Beschichtungen, die lange halten sollen, seien sie verkauft als Keramikversiegelung, Gummimembranbeschichtung, Graphenbeschichtung oder irgendwas in der Art, laufen am Ende aufs Gleiche hinaus. Die eine hat einen Vorteil gegenüber der anderen, hat wieder einen Nachteil gegenüber der dritten. Also am Ende mach dich da nicht so zu verrückt. Guck einfach, dass dein Aufbereiter des Vertrauens oder du selber eine Versiegelung verwendet, eine Keramik oder was auch immer, die von einem etablierten Hersteller stammt, der schon mehrere Jahre am Markt ist, sodass überhaupt die Langzeiterfahrung besteht, zu sagen, das Produkt hält mehrere Jahre. Zum Stichwort mehrere Jahre, es gibt Hersteller, die versprechen 7, 10 oder 15 Jahre Standzeit. Ganz ehrlich, stell dir einfach mal die Frage, wie sieht mein Auto nach 10 oder 15 Jahren aus und brauche ich überhaupt eine Versiegelung, die so lange hält, oder ist der Lack nicht dann auch mal wieder reif für eine kleine Auffrischung? Das heißt, alles so zwischen 3 Jahren, 30.000 Kilometer bis 5 Jahren, 50.000 Kilometer als Standzeitangabe sind für mich bei guter Pflege sehr realistisch. Kurzer Disclaimer. Der Stand der Top 3 in Klammern plus 1 Produkte ist der aktuelle Stand unserer Forschung, unseres Wissens. Das kann sich natürlich ändern, wenn sich Gegebenheiten ändern, neue Produkte auf den Markt kommen. Deswegen keine Sorge, bitte mich nicht ans Kreuz nageln. Wenn ihr ein Produkt davon nicht mögt, ist wirklich meine persönliche Meinung. Ganz wichtig, gilt für alle Keramikversiegelungen, wir brauchen eine gute Vorbereitung der Oberfläche. Das heißt, der Lack muss richtig entfettet werden. Wir brauchen dafür entweder einen Silikonentferner oder sowas wie Sonax Prepare, Labocosmetica Veritas. Was ich damit sagen will, wichtig, nicht nur Isopropanol nehmen. Isopropanol ist häufig nicht in der Lage, alle Bestandteile von Polituren zu entfernen, was für schlechte Haftung sorgt, was wieder für eine kürzere Standzeit sorgt, was dafür sorgt, dass deine teure Keramikversiegelung sich einfach runterwischt. Auch für die Tücher gilt, ab dem Zeitpunkt, wo ich fertig poliert habe, bitte nur noch hochwertigste Tücher benutzen. Wir haben hier die The Rag Company Edgeless 365. Die nutzen wir sowohl für die Entfettung des Lacks als auch für das Abtragen der Keramikversiegelung. Achte wirklich darauf, hier keine Billigtücher zu benutzen, weil alles, was du dann im Lack an Kratzern, Mikrokratzern und Grauschleier verursachst, bleibt drin. Alle verwendeten Produkte findest du unten zum Nachbestellen und Nachmachen. Alle verwendeten Produkte findest du unten zum Nachbestellen und Nachmachen. 10% Rabatt gibt es auch noch. Starten wir jetzt mit den Top 3 plus 1 Keramikversiegelungen. Top Nummer 3.
Unser Long-Term Classic, will ich sagen, die Sonax CC Evo, ist eine Zweischicht-Keramik bestehend aus einem Basecoat als Untergrund und einem Glosscoat obendrauf. Ist wirklich ein Produkt, mit dem wir gute Langzeiterfahrung haben und auch Standzeiten bis 40.000, 50.000 Kilometern erreicht haben. Wie gesagt, geht immer. Warum ich sie nicht mehr unbedingt täglich nutze, ist halt dieses Zweischichtsystem. Da gibt es mittlerweile meiner Meinung nach andere Produkte, die ähnliche Standzeiten erreichen, aber nur in einer Schicht aufgetragen werden müssen. Top Nummer 2. Hier haben wir nichts für die Beading- und Sheeting-Liebhaber, also die Leute, die Wassertropfen und Wasserablaufverhalten lieben, sondern eine sehr technische Keramik. SI3D Cerabyte ist ein Produkt, was erstmal wunderbar perlt und abläuft, aber nach kurzer Zeit bei der Wäsche haben wir das Gefühl, dass es keine Keramik mehr drauf. Wenn wir dann aber genau hingucken, sehen wir, dass der Wasserfilm sehr gebündelt und langsam in einem Stück abläuft, was technisch gesehen sehr vorteilhaft ist. Kurzer Gedankengang. Wenn ich Schmutz auf dem Lack habe und durch das Beading, durch das Wasserabperlverhalten nur kleine Tröpfchen oben drauf habe und die vom Lack als Tröpfchen oder Läufer runterlaufen, nehmen sie nicht wirklich viel Schmutz mit. Habe ich hingegen einen geschlossenen Wasserfilm, der insgesamt, egal wie langsam, abläuft, habe ich den Vorteil, dass dieser Wasserfilm mit der Wassermenge den Schmutz und den Staub vom Lack mit runternimmt. Ich habe also beim richtigen Abspülen schon fast einen trockenen Lack und das kann SI3D Cerabyte. Ich muss sagen, das Produkt ist noch nicht so lange am Markt, jetzt ein gutes Dreivierteljahr. Aber wir haben schon die ersten Autos, die über 10.000 Kilometer damit gefahren sind und dieses technische Abfließverhalten, das ist meine Wortschöpfung, finde ich, funktioniert da sehr gut, deswegen das Produkt auf Top Nummer 2. Und meine Nummer 1 ist ein Produkt, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, habe ich lange Zeit mich gegen gewehrt, weil es ein Produkt ist, was nicht allen meinen Anforderungen an Keramikversiegelung entspricht. Aber da muss ich dem Robert aus Euskirchen danken, der hat wirklich das Produkt getestet und hat mich so lange bequatscht, bis ich gesagt habe, okay, ich probiere es auch aus. Und ich muss echt sagen, die Performance ist aktuell unerreicht. Also sowohl was Easy-to-Clean-Effekt betrifft, das heißt die erleichterte Reinigung, Langzeitglanz, wenig Neuanschmutzung, selbst im Alltagsgebrauch und selbst, und das sage ich wirklich mit ganz viel Schmerzen und nur leise in dein Ohr, ich hatte ein Fahrzeug von meinem Schwiegervater, das Auto haben wir beschichtet. Er hat im Winter, weil Schnee lag, so einen Besen genommen und den Wagen schmutzig vom Schnee befreit. Haube und Heckdeckel waren wirklich doll zerkratzt. Habe ich erstmal so hingenommen, habe das Auto nach wenigen Monaten bei Januarsonne, ja, nicht im Hochsommer, mit hergenommen zur Wäsche, wasch das Auto, guck auf die Oberflächen, keine Kratzer mehr da. Und das hat mich so krass geflasht, dass ich gesagt habe, gut, dieses Produkt findet Einzug in unser Standardrepertoire, es hält wirklich gut, es macht einen brutalen Glanz, Wasserabfließverhalten, Wasserabperlverhalten, alles top und bleibt wirklich extrem lange sauber. Und ich habe jetzt so lange geredet, dass dieses Produkt so geil ist. Ich glaube, du willst jetzt wissen, welches Produkt das ist, deswegen löse ich jetzt mal auf. Es ist das Arteshine NGC Nanographen Coat, da haben wir das Wort Graphen übrigens drin, was nur für Profis nach Lizenzierung erhältlich ist. Also es ist kein Endanwender-Coating, kann nicht jeder kaufen, aber da, wenn du jemanden suchst, der eine Keramikversiegelung installiert oder selbst gewerblich bist, kannst du dich auf jeden Fall an dem Produkt bedienen. Für mich, von den Produkten, die ich jetzt aktuell probiert habe, in Kombination aus guter Verarbeitbarkeit und Performance absolut Top Nummer 1. Ich habe ja versprochen, ein Plus 1, 3 Plus 1 zu nennen und die Plus 1 ist eine kleine Besonderheit, Mattlack-Keramik. Wir haben in einem anderen Video schon mal ausführlich erklärt, welche Probleme bei der Keramikversiegelung von matten Lacken entstehen können. Deswegen hat die jahrelange Erfahrung uns einfach gezeigt, wir nehmen eine ausgewiesene Mattlack-Keramik, um einfach diese ganzen Problematiken zu vermeiden. Deswegen Nanolex SI3D Matt als meine Plus 1. Das war jetzt eine ganze Menge Wissen, was ich hier in dich reingeprügelt habe. Wenn du Detailer bist oder Hobbyaufbereiter bist und dein Wissen mal so richtig auf die Probe stellen willst, haben wir das Detailer-Quiz für dich. Ist wirklich schwer. Also ich habe selbst nach einem halben Jahr eine Frage falsch beantwortet und ich habe die Fragen geschrieben. Also stell dein Wissen unter Beweis, klick auf den Link und zeig uns, wie viel Ahnung von Detailing du hast. Zusammenfassend macht eine Keramikversiegelung für dich Sinn, wenn du daran interessiert bist, dein Auto in Zukunft leichter zu reinigen und den Wie-Neuglanz lange zu konservieren und du gleichzeitig bereit bist, eine Investition von 600, 800 bis hin zu 2.500, 3.000 Euro je nach Lackzustand zu tätigen. Für die Haltbarkeit der Versiegelung bist du am Ende selbst verantwortlich. Von 6 Monaten bei sehr schlechter Pflege bis hin zu mehreren Jahren und 10.000 Kilometern ist alles möglich. Ob du jetzt Nano, Graphen, Keramik, Gummimembran oder was auch immer benutzen willst, hängt von dir ab. Es gibt da keine klaren Ja und Nein. Was ich aber sagen kann, ist, achte darauf, Hersteller zu verwenden, die seit Jahren am Markt etabliert sind. Und wenn du die ganze Zeit dich schon fragst, was ist das eigentlich für ein unischwarzes Ding hinter mir, dazu haben wir ein Projektvideo gemacht. Das heißt, wenn du mich am Rande der Verzweiflung und
Marcel kurz vor der Kündigung sehen willst, guck dir auf jeden Fall das Projektvideo zum Audi RS4 B5 an. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Hau rein.